Steuererklärung selber machen mit einer intelligenten Software. Einige von Ihnen können sich vielleicht noch an die Zeiten erinnern, als die Finanzämter jährlich diese dicken Briefe mit den Vordrucken und der ausführlichen, ausgedruckten Anleitung per Post zu Ihnen nach Hause schickten. Das war Anfang der 90er Jahre. Später musste man sich dann die Vordrucke selber vom Finanzamt holen. Heutzutage im Jahre 2020 ist alles viel, viel einfacher geworden. Man kann alles online machen oder man hat natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit, die Vordrucke auszudrucken, auszufüllen und per Post an das Finanzamt zu schicken. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Softwareangebote. Ich nutze für meine Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins seit über 20 Jahren erfolgreich eine sehr intelligente Software. Davor habe ich einige Varianten ausprobiert, bin aber bei meiner Steuersparerklärung von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft hängen geblieben. Warum die so super ist, diese intelligente Software, werde ich Ihnen gleich im Video zeigen. Bleiben Sie dran. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite zur Vorbereitung eines Steuerfalls. Wir haben hier die Möglichkeit, Daten zu übernehmen oder eine neue Steuererklärung zu beginnen. Wir können hier einen Themenfilter auswählen, wo wir abwählen, was trifft alles auf uns zu, was brauchen wir. Wir können mit der Datenbearbeitung beginnen und wir können die Elster-Konfiguration einstellen. Wir sagen jetzt mal, ich möchte online mit dem Finanzamt Daten austauschen und wähle denn hier meine Elster-Versandart. Wir nehmen das alte Verfahren ohne elektronische Unterschrift. Sie können aber auch per Zertifikatsdatei alles papierlos an das Finanzamt senden oder auch Sicherheitsstick oder eine Signaturkarte. Wir lassen das jetzt mal mit der elektronischen Unterschrift. Unabhängig davon haben Sie zum Schluss auch die Möglichkeit natürlich, die gewohnten Formulare auszudrucken. Wir nehmen jetzt mal einen ganz einfachen Fall. Sagen wir mal, wir haben einen ledigen jungen Koch, der zur Miete wohnt und was gespendet hat. Wir erfassen jetzt hier Vorname, Name, die Adresse, Bundesland, den Beruf und das Geburtsdatum. Telefon und E-Mail haben hier in der Steuererklärung überhaupt nichts zu suchen. Und hier wählen wir dann auch die Religion aus. Familienstand sagen wir ledig und Behinderung hat er auch keine. Sollten Sie eine Behinderung haben, dann gehen Sie hier auf diesen Pfeil, dann öffnet sich ein Fenster, dann tragen Sie ein, zum Beispiel 50% und dann erfassen Sie hier, ob gehbehindert, außergewöhnlich gehbehindert, ab wann gültig, bis wann oder unbefristet die Behinderung ist. Dann kommen wir zu den weiteren Angaben. Da beginnt mit der Identifikationsnummer los. Dann wählen Sie hier Ihr zuständiges Finanzamt aus. Dann wird automatisch hier die Adresse erfasst und hier tragen Sie Ihre Steuernummer ein. Sollten Sie noch keine Steuernummer haben, dann klicken Sie hier an. Das aktuelle Finanzamt hat noch keine Steuernummer mitgeteilt. Hier erfassen Sie Ihre Bankverbindung. Falls jemand mitgewirkt hat bei Ihrer Steuererklärung, dann erfassen Sie den hier. Wohnsitz im Ausland wird bei den meisten nicht zutreffen. Und hier können wir noch angeben, ob wir die Rechnungsbeträge runden möchten, Einzelbeträge oder die Summen und irgendwelche Mitteilungen noch machen möchten. Wer Kinder hat, erfasst hier die Kinder. Da drückt man einfach hier rauf. Name, abweichender Vorname, Geburtsdatum, dann Identifikationsnummer, Kindschaftsverhältnis, Name der Familienkasse und ob Schulgeld, Betreuungskosten oder ähnliches. Und wenn das Kind über 18 ist, den Grund der Beantragung. Unter dem Punkt allgemeine Kosten. So, die Software gibt immer Warnungen, Hinweise und Fehlermeldungen. Hier gibt er noch den Hinweis, dass der Vorname des Kindes fehlt. Ja, wir wollen ja jetzt nichts, also keinen konkreten Fall erfassen. Wir sagen einfach, entweder als gelesen markieren oder jetzt ignorieren. Dann kommen wir zu den allgemeinen Kosten. Das sind bei Wohnungsmietern oder Wohnungsbesitzern die Nebenkosten- und Hausgeldabrechnung. Also Mieter einer Wohnung bekommen ja eine Nebenkostenabrechnung und Eigentümer einer Wohnung im Mehrfamilienhaus bekommen eine Hausgeldabrechnung. Wir können mal gucken.
Wenn Sie jetzt Mieter sind, dann bekommen Sie ja die Nebenkostenabrechnung von Ihrem Vermieter. Die Nebenkostenabrechnungen sind sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität. Manche Wohnungsverwaltungen unterscheiden das zwischen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, und manche schreiben alles nur in einem Ritt runter. Was gehört hierzu? Also alles, was irgendwie in einer Form Arbeitslohn darstellt. Das wäre zum Beispiel der Hauswart, dann Glasreinigung und Gebäudereinigung, Straßenreinigung und so weiter. Ich lösche das mal jetzt hier wieder, sonst meckert er mir hier rum. Und wenn Sie jetzt selbstgenutztes Wohneigentum haben und Sie haben ja Handwerkerleistungen, also da gehört dann auch zu Heizungswartung, Schornsteinfeger oder irgendwelche anderen Erhaltungsaufwendungen, die erfassen Sie hier. Sie können natürlich auch als Mieter einer Mietwohnung Handwerkerleistung im Haushalt haben. Das hängt immer von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab. Und Hilfe und Dienstleistungen im Haushalt können Sie natürlich auch sowohl als Mieter als auch als Eigentümer haben. Hilfe und Dienstleistungen im Haushalt, das sind üblicherweise Dinge, die Sie selber übernehmen würden, wie zum Beispiel Malern, Fenster putzen, Gartenarbeiten und so weiter. Ja, wenn Sie jetzt eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus haben, dann übernehmen Sie die Daten aus der Hausgeldabrechnung. Hier am rechten Rand bekommen Sie immer Hinweise: Mieter, Nebenkostenabrechnung, Wohnungseigentümer, Hausgeldabrechnung. Welche Steuerermäßigungen gibt es noch? Lesen Sie sich das hier ruhig am Rand alles Schritt für Schritt durch. Dann kommen wir zu den nicht selbstständigen Einnahmen. Sie haben eine Lohnsteuerbescheinigung als Arbeitnehmer, Angestellter und auch als Beamter. Und Sie haben auch als Rentner bei manchen Betriebsrenten oder auch die Pension haben Sie auch eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Die erfassen Sie hier. Da klicken Sie an Lohnsteuerbescheinigung erfassen. Sie wählen hier die Art, also aktive Tätigkeit oder Betriebsrente, Pension und so weiter. Wir sagen jetzt aktive Tätigkeit. Und unser imaginärer Musterfall ist angestellt, sozialversicherungspflichtig und hat die Steuerklasse 1. Dann klicken Sie hier Beträge der Lohnsteuerbescheinigung erfassen und übernehmen diese Zahlen Schritt für Schritt aus Ihrer elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Sie können natürlich auch an den elektronischen Abzugsverfahren mit dem Finanzamt teilnehmen, aber es wird empfohlen, immer noch selber die Zahlen einzutragen, weil eine 100%ige Korrektheit nicht gewährleistet ist. Haben Sie Lohnersatzleistungen bekommen, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld, Übergangsgeld und so weiter, dann erfassen Sie das hier unter Lohnersatzleistungen. Wichtig ist immer, wenn Sie Krankengeld bekommen haben, dass Sie auch auswählen Krankengeld aus einer gesetzlichen Krankenkasse. Warum extra aus einer gesetzlichen Krankenkasse? Nun ja, das Krankengeld aus einer privaten Krankenversicherung ist komplett steuerfrei. Hier werden die vermögenswirksamen Leistungen erfasst, wenn Sie einen Vertrag haben und zu dem begünstigten Personenkreis gehören. Dann können Sie eine Kurzerfassung oder eine Detailerfassung hier übernehmen. Art der Anlage, Bausparvertrag, Beteiligungssparvertrag. Wählen Sie aus, was für Sie zutrifft. Und die Sperrfrist wird noch eingetragen. Dann kommen wir zu den Werbungskosten. In der Regel fährt man täglich zur Arbeit, der meiste Teil jedenfalls. Sie haben hier die Möglichkeit, mit Hilfe des Experten die erste Tätigkeitsstätte zu ermitteln. Wir sagen, die erste Tätigkeitsstätte ist bekannt und wollen einfach nur den Weg zur Arbeit erfassen. Wir klicken dann hier drauf und sagen Arbeitsweg erfassen. Wir geben, also die Adresse der Wohnung wird automatisch von den persönlichen Angaben hier übernommen und die Adresse der ersten Tätigkeitsstätte geben wir hier ein. Dann die Kilometer. In der Regel hat man 5 Arbeitstage. Es gibt auch welche, die haben eine 6-Tage-Arbeitswoche. Hier tragen Sie die Urlaubstage ein. Und wenn Sie das ganze Jahr beim selben Arbeitgeber waren, können Sie hier ein Kreuzchen machen und dann übernimmt er automatisch die 230 Tage. Wenn Sie Auswärtstätigkeit haben, dann
gucken wir mal hier, dann erfassen Sie die hier unter Auswärtstätigkeit. Man unterscheidet hier Dienst- und Geschäftsreisen, Fahrtätigkeit, Einsatzwechseltätigkeit und sonstige Reisetätigkeit. Das erfassen Sie hier. Wenn wir jetzt sagen, eine Dienstreise, dann geben wir den Ort an, also Postleitzahl, Stadt und Straße idealerweise. Hier dann den Zeitraum von bis. Und hier kann man noch eine Ergänzung machen, zum Beispiel Workshop oder Hauptversammlung oder Weiterbildung, was auch immer. Dann, wenn Sie das hier erfasst haben, ich trage jetzt hier nichts ein, deswegen wird mir hier auch nichts weiter angezeigt. Wenn Sie mit dem eigenen Auto gefahren sind, erfassen Sie Ihre Fahrkosten und die Verpflegungspauschale. Gehören Sie zu dem Personenkreis, der eine doppelte Haushaltsführung hat, dann können Sie diese hier unter doppelte Haushaltsführung beantragen. Sie müssen natürlich dann erstmal den doppelten Haushalt erfassen, also eine Adresse anlegen, den Grund des doppelten Haushalts, also in der Regel Versetzung oder Abordnung, und hier führen Sie dann Schritt für Schritt alles aus. Hier rechts finden Sie wieder, was ist eine doppelte Haushaltsführung? Beispiele, beruflicher Anlass, gucken wir mal rein. Also Antritt einer Stelle, Versetzung, Wechsel des Arbeitgebers oder Beibehaltung der Wohnung am Arbeitsort nach privat veranlassten Umzug. So, dann Hinweise zu den Wohnungen und können Sie hier alles nachlesen. Bei geringer Erfahrung, aktuelles Kapitel, ja, das können Sie sich auch anzeigen lassen. Dann öffnet sich die entsprechende Webseite und hier erfassen Sie unter doppelter Haushaltsführung natürlich erstmal hier den Weg zu Ihrer ersten Tätigkeitsstätte, also von der Zweitunterkunft zu Ihrer Arbeit. Dann können Sie die wöchentlichen Heimfahrten hier erfassen, die monatlichen Mietkosten, aber auch andere Gegenstände, die Sie für den zweiten Haushalt gekauft haben. Küchenutensilien, Bettwäsche, Handtücher, Läufer, Fernseher, alles, was Ihnen dazu einfällt. Dann kommen wir zu den Beiträgen zu Berufsverbänden, also Gewerkschaftsbeiträge. Die erfassen Sie hier. Einige sind hier schon vordefiniert. Ist Ihre Gewerkschaft nicht dabei, dann tragen Sie die einfach hier ein. Arbeitsmittel, ja, da gehören ja Arbeitsmittel, also in der Regel Computer, Drucker und alles, was Sie für die Arbeit so benötigen, was beruflich veranlasst ist, gehören hierher. Haben Sie keine Belege und möchten aber trotzdem was geltend machen, dann können Sie hier Arbeitsmittel erfassen, für die Ihnen die Belege fehlen, und zwar bis zu 110 Euro. Sie klicken hier Ja an und schreiben aber irgendwas rein. Wir sagen jetzt hier zum Beispiel, unser junger Mann hier, der ist Koch, der hat sich Fachliteratur gekauft und Küchenutensilien zum Beispiel, Küchenutensilien. Und dann tragen Sie, also Sie müssen hier irgendwas eintragen. Und dann tragen Sie hier diese 110 Euro ein. Sie haben hier keinen Rechtsanspruch darauf, aber die meisten Finanzämter machen da ein Häkchen dran. So, ich lösche das mal wieder raus, sonst meckerte. Wenn Sie teure Arbeitsmittel haben, die netto über 800 Euro kosten, also bei 19% Mehrwertsteuer sind das 952 Euro. Wenn Sie darüber liegen, müssen Sie die abschreiben. Hier sind ein paar Beispiele, die müssen denn hier erfasst werden, und Sie finden auch hier immer rechts die Erläuterung und auch diese amtliche AFA-Tabelle. Da steht drin, über wie viele Jahre oder Monate Ihr jeweiliges Arbeitsmittel abgeschrieben werden muss. Hier haben wir nochmal extra Fachliteratur, die hatten wir jetzt oben bei Arbeitsmittel ohne Belege. Die wird hier nochmal extra erfasst. Da gehören nicht nur Fachbücher zu, sondern auch Fachzeitschriften, was viele nicht wissen. Unterrichtsmaterial, Lehrwerk, aber auch Fach-CD, E-Books, Fachbücher für Lehrgang, Tagungen und was es da so alles gibt. Arbeitszimmer wird hier erfasst für die Personen, denen ein Arbeitszimmer zusteht. Was erfasst man denn hier? Wir müssen denn einen Raum erfassen. In dem Fall haben wir kein Arbeitszimmer, weil unser Koch kein Arbeitszimmer braucht. Telefon und Fax-Internetkosten sollten Sie immer erfassen, egal welchen Beruf Sie ausüben. In der Regel erkennt das Finanzamt 20% davon an. Sie gehen hier auf Abrechnung erfassen und wählen hier Pauschalabrechnung. Und dann gehen Sie hier unter Gebühren, tragen die Beiträge von Januar bis Dezember ein
und das Programm errechnet automatisch, welchen Betrag Sie maximal abziehen können. Wenn Sie sich ein Telefon gekauft haben, das kommt dann ebenfalls hier rein. Hier sehen Sie Abschreibung Handy, Telefonanlage, Faxgerät und so weiter. Fortbildungskosten erfassen Sie hier. Fortbildungskosten, ja, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Dazu werde ich nochmal extra ein Video machen. Dann haben wir Bewerbungskosten, also alles, was zu den Bewerbungskosten gehört. Passfotos, Gebühren, Beglaubigungen, Fotokopien, das ganze Büromaterial, Schnellhefter, Hüllen, Briefpapier, Porto, Inserate und so weiter. Aber auch wenn Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, erfassen Sie auch die Fahrten hin und zurück, die Kilometer, die Adresse und so weiter. Umzugskosten werden hier erfasst. Müssen Sie auch einen Umzug anlegen und angeben, ob privat oder beruflich. Hier haben wir jetzt die spezielle Berufsbekleidung. Das wäre jetzt für unseren Koch. Er hat vorgeschriebene typische Berufsbekleidung. Da können wir hier die Anschaffungskosten, Reinigungskosten, aber auch die Instandsetzungskosten erfassen. Manchmal ist es ja so, dass an der Berufskleidung ein Reißverschluss eingenäht werden muss oder man kauft sich was oder es muss was geändert werden. Das können Sie hier alles erfassen. Bei den sonstigen Werbungskosten erfassen Sie alles, was Sie hier an der Seite nicht unterbringen konnten. Ganz wichtig ist hier der berufliche Anteil Rechtsschutzversicherung, der berufliche Anteil Unfallversicherung. Sie können 50% des Jahresbeitrages der Unfallversicherung bei den sonstigen Werbungskosten steuerlich geltend machen. Im Baugewerbe kann man die Winterbeschäftigungsumlage steuerlich geltend machen. Die ist in der Regel auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eingetragen. Ja, und dann hier Kontoführungsgebühr pauschal 16 Euro. Hier ist nochmal der Hinweis, ich mach mal hier zu, ohne Einzelnachweis 16 Euro, aber ich denke mal, die sind mit den 16 Euro sehr gut dran, denn wenn man einzeln nachweisen möchte, die Höhe der Kontogebühren, dass die mehr wie 16 Euro betragen, das wird sehr, sehr schwierig und ist sehr, sehr mühsam. Nehmen Sie die 16 Euro und alles ist gut. So, dann kommen wir weiter. Einkünfte aus Kapitalerträgen, privaten Veräußerungsgeschäften, Vermietung, Verpachtung, Renteneinkünfte. Sowas hat unser Koch hier alles nicht. Wir gehen weiter zu den Sonderausgaben, Versicherungen und Vorsorge. Wenn Sie einen Riester-Vertrag haben, den erfassen Sie hier. Sie müssen hier die Voraussetzungen eintragen. Hier wird die Sozialversicherungsnummer eingetragen und die rentenversicherungspflichtigen Einnahmen aus dem Vorjahr, in dem Fall aus 2018. Wenn Sie Lohnersatzleistungen hatten, erfassen Sie die ebenfalls hier. Aber auch wenn Sie Rente wegen voller Erwerbsminderung bekommen, gehören Sie zu den Personenkreis, der zulageberechtigt ist. Dann tragen Sie hier Ihre Rente ein. Und wenn Sie dann weitergehen, dann erfassen Sie den Vertrag mit Vertragsnummer, Zertifizierungsnummer, Beiträge und so weiter, Kinderzulagen. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Die Rürup-Rente, die wird hier erfasst. Dann haben wir noch kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen. Die können Sie nur steuerlich geltend machen, wenn die Verträge vor 2005 begonnen haben. Alle mit Beginn ab 01.01.2005 können in der Steuererklärung nicht mehr berücksichtigt werden, ebenso wie alle fondgebundenen Renten- und Lebensversicherungen. Dann haben wir hier den Bereich Unfallhaftpflicht, Risikoversicherung. Sie können hier, also ich zeige mal hier Haftpflicht. Diese Haftpflichtversicherung können Sie absetzen. Private oder Familienhaftpflicht, Hunde- und Jagdhaftpflicht, also auch Pferdehaftpflicht, also alle Tierhaftpflichten, Boots- und Öltankhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht. Hier ist extra nochmal der Hinweis dazu, dass die Beiträge zur Kasko- und Rechtsschutzversicherung nicht als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Also beim Rechtsschutz geht sowieso nur der Anteil Berufsrechtsschutz und den erfassen Sie bei den Werbungskosten. Die Beiträge hier zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung werden automatisch von den Daten der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung übernommen. Ach so, und hier kommen dann noch Versicherungsbeiträge rein, die das Todesfallrisiko absichern, also Risiko Lebensversicherung oder Sterbegeldversicherung. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung wird hier gesondert erfasst. Ja, sind Sie in der Kirche? Unser Koch ist es nicht.
dann tragen Sie hier die Erstattungen aus dem Vorjahr ein. Die gezahlte Kirchensteuer wurde ja automatisch aus der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung erfasst. So, dann haben wir hier Spenden für steuerbegünstigte Zwecke. Unser Koch hat zum Beispiel hier laut Zuwendungsbestätigung Summe X, sagen wir mal 100 € gespendet. Die wird denn hier erfasst, diese Spende. Berufsausbildungskosten ist ja jetzt eher selten, auch sehr, sehr umfangreich. Die anderen Themen lassen wir auch erstmal außer Acht, aber hier Unterhalt an den geschiedenen, getrennt lebenden Ehepartner, wenn sowas ist, kommt hier rein. Hier sind wir denn bei den außergewöhnlichen Belastungen. Da haben wir in der Regel weitere außergewöhnliche Belastungen, also alle Kosten, die der Gesundheitserhaltung dienen, wie zum Beispiel Brille, Zahnersatz, Hörgerät, gesetzliche Zuzahlungen und so weiter. Aber auch wenn Sie hier Unterhalt für bedürftige Personen zahlen oder Pflege- und Heimkosten tragen, werden diese hier erfasst. So, das war jetzt im Groben der Überblick. Wenn wir alles eingetragen haben, dann gehen wir auf den Prüfer und der zeigt uns jetzt in dem Fall 7 Fehlermeldungen an. Ist logisch, wir haben die Daten natürlich nicht eingetragen, also Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Steuernummer, Finanzamt und so weiter fehlen. Wenn das jetzt alles eingetragen wäre, dann wäre hier natürlich alles ein Häkchen oder er zeigt dann hier an, wo man nochmal nachgucken könnte. Und das war es jetzt so im Prinzip. Ja, eine detaillierte Anleitung anhand einer Musterfamilie, also eher Beamter, Sie Angestellte mit einem 8-jährigen Kind, bekommen Sie in meinem Videokurs die Easy Steuerbox ganz ausführlich. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Sichern Sie sich aber auch zusätzlich meine Gratisanleitung zur Vorbereitung der Steuererklärung. Nochmal als abschließender Hinweis, das kostenlose Programm der Finanzbehörden Elster ist ja nicht wirklich selbsterklärend und sehr komplex. Es könnte den einen oder anderen sogar zum Verzweifeln und letztlich auch zum Aufgeben bringen. Wer allerdings damit gut klarkommt und sich eingearbeitet hat, spart natürlich die Kosten für die jährliche Software. Der sollte das auch weiterhin so machen. Wenn Sie sich aber ernsthaft mit Ihrer Steuererklärung beschäftigen und auch dazulernen möchten, empfehle ich Ihnen die Steuersparerklärung von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft, also diese hier. Sie kostet jährlich im Normalfall 24,95 €. In der Beschreibung unter diesem Video finden Sie aufgelistet, für welche Steuerfälle diese intelligente Software geeignet ist. Sie kann also viel mehr als nur eine Steuererklärung für Arbeitnehmer, Studenten und Rentner. In einer kostenlosen Testversion können Sie sich selber ein Bild machen. Die Software gibt es sowohl für Windows als auch für Mac. Testen Sie einfach und Sie werden diese Software lieben lernen. Das war's für heute.